Letztes Kapitel. Ja, komm, dann machen wir das heute fertig. I entered the secret door and left those dungeons behind. Ahead of me was a less dank portion of the basement. According to Mike, there had to be an elevator somewhere that went to General X's office, which should ultimately hold the original helicopter key. On the other hand, Robert told me that he heard of a special room with an X on its door, which could alternatively hold a copy of that key. Either option was fine as long as I could get a hold of a damn working key. And thus my search of the basement began. Ja, aber das ist nicht gut, Laxi, weil das heißt, ich muss mir überlegen, was ich nächste Woche spiele. Ich habe jetzt keine Spiele mehr gerade. Also keine geplanten. Ja, ich habe massig Spiele, aber ich habe noch kein geplantes. Wenn man 2 Spiele in einer Woche beendet, dann hat das gewisse Umstände. So, kann ich dich jetzt zufällig mit dieser blöden Uhr verbinden? Ach, Digga. Das wäre doch ideal. Eine Uhr mit C1 ist eine Timebomb, bla, blub. Hat es hier oben zufällig irgendwas Sinnvolles, Praktisches, Gutes, Geheimnis oder so? Ich weiß genau, was passiert, wenn ich dann noch einmal drauf haue. Auf einen riesigen gasgefüllten Tank, ne? Ich versuche heute nicht über 100 Tode zu kommen. There it was, General X's private elevator. Doch sicherlich verschlossen, ja eben. Also doch die Tür mit dem X. Bereiten wir uns mal schon mal emotional auf alles Mögliche vor. Ein lehmähnlicher Block aus irgendeinem Material. Kann ich das zufällig vielleicht damit benutzen? Kann ich hier vielleicht auch einfach Sachen kaputt sprengen? Weil es ist ja offensichtlich keine Waffe. Nee. Ja, wenn du 4 mal C1 zusammen machst, hast du C4. Und jetzt habe ich meine Zeitbombe. Ja, gut. Ach, die Logik in dem Game manchmal. A door marked with an X, just like Wie viel Zeit muss denn überbrücken bis zum nächsten Game? the secret room where Anfang they kept the Dezember. helicopter key. 8. oder so, 7. Why would oder they so war keep das a erste key in euch. such a creepy place instead of an office? The more I thought about it, the more things Gucken wir nach felt dem Game out of gleich. place. I had a strange feeling, like a gut feeling that something was just wrong. Deswegen habe ich ja die Timebombe da oben positioniert. Das war klar. Mr. Fox, you have finally arrived. General X? The same. Are you searching for a key, Mr. Fox? Perhaps one for a helicopter? You won't find it here, Mr. Fox. I'm afraid that your contact has betrayed you. Fuck. Don't blame him. He's been the victim of my counterintelligence. Right there, in front of me, was General X, the puppet master of Operation Jericho. Not only was he a merciless, psychopathic asshole, he was so smart that he could predict my every move. For starters, he tricked me and Robert into searching for this room. You had us waiting longer than expected, Mr. Fox.
If you drew some arrows in the labyrinth, I would have come sooner. That would remove a certain charm, don't you think? By the way, I brought some company. Colonel! Doctor! I see you're already acquainted. I'll get to the point, Mr. Fox. Surrender. Otherwise, we'll start executing our guests. There were too many people. If I opened fire, Harris and the doctor could die. Let me guess. You're considering the option of shooting, but you know that Harris and the doctor could die. Fuck, yeah. He read my mind, but that asshole X was a clean shot. If I shot quickly, I could kill him. Now you're probably thinking I'm stupid for being so exposed, and that you can kill me with a quick enough shot. If you shoot and kill me, that would be the end of the final boss. Of all of this, you'd be a hero. Do you really have such a low opinion of my intellect, Mr. Fox? Shit. This was part of his plan. He was here on purpose. I was thinking that he might have worn a bulletproof vest. By now, you should be thinking that I'm wearing a bulletproof vest. Shooting an armored man would be foolish, don't you think? Fuck. He read my mind once again. But even if his body was covered, his head was not. One bullet between his eyes and goodbye. But you're not a quitter, Mr. Fox. It's only logical that you'd consider shooting me in the head. I will admit, a challenging, yet possible shot. An Olympian trial of marksmanship, reflexes, and luck. Let me spare you the trouble. Sergeant! Yes, sir. Shoot me in the head at point-blank range. But, sir. That's an order. Yes, sir. The bullet went through his head, but the bastard was unfazed. Return to your post, Sergeant. Yes, sir. Könnte ich das nochmal sehen, bitte? Ich habe das nicht mitgekriegt. What you're staring at in awe. So dreimal oder so. Projected image of myself. A hologram. Precisely, Mr. Fox. And now that it's obvious that you can't kill me, let's conclude the matter of your surrender. Or are there not enough dead bodies to convince you? Just give me 10 seconds to think about it. Of course. Ich bin ja für Ironie, ne? Do you know what I find ironic? Do tell, Mr. Fox. That the two soldiers standing behind the doctor and the colonel, the ones supposed to execute them, are actually the ones that'll save their lives. Fascinating. How do you figure? Meat shields. Meat shields. For what? Bricks. What? Doctor! I'm fine. What happened? An explosion. The guard behind you received the brunt of it. Colonel! He's alive. Looks like he just blacked out. We have to leave before reinforcements arrive. I'm taking Harris with me. It's best not to move him. We don't know if he has any fractures or internal wounds. I'll take the risk. He can't stay here. Nochmal kurz schlagen. Doctor, let's go! I'm not coming, Fox. Why not? There are injured that require my attention, and I don't want to leave my father alone. What? They were going to kill you! No, they weren't. It was just a trick to catch you. And if I leave, my father won't work and they'll kill him. Run! Go away! I'll come back for you with the cavalry. You have my word. I left that room, carrying the colonel. Wait, you're saying that you managed to rescue Colonel Harris? That's correct. Well, Mr. Fox, let's see what you invent to remove him from this story. Lieutenant, we found a corpse in the remains of the helicopter. What? Who is he? We don't know, Lieutenant. It was totally carbonized by the fire. Take him to the lab. I want a forensic analysis done yesterday. Do you understand me, Wachowski? Yes, sir. Fuck. We killed Colonel Harris. May God forgive us. No, he's not Harris. The colonel died a month ago in an ambush.
These are his personal belongings, his dog tag, his watch. Don't you remember, Sergeant? We found them on his corpse. That man has never seen the Colonel. He's just trying to confuse us with his lies. Fuck's sake, he has absolutely no evidence for what he's saying. I have this. But what? If I'm not mistaken, it's a graduation ring for the 48th Commission of Officer Candidate School. Colonel Harris graduated in the 48th Commission of Officer Candidate School. Sergeant, you don't believe him, do you? With all due respect, sir, I only said that Colonel Harris graduated in the 48th Commission of Officer Candidate School. He's trying to fool us, Sergeant. I remind you that there are more rings like this one. Yes, but not with the same smell. It reeks of shit. Sir, permission to smell the ring? Fuck. It smells just like Colonel Harris. What? How the hell do you know what Colonel's anus smells like? I'm not authorized to reveal that information, sir. Fuck. This is getting out of hand. Mr. Fox, continue your story. Let's see if we can finish this once and for all. Herrlich. Was? Nein, warum? Nein! Das heißt, erstmal muss ich mich jetzt verbinden und dann muss ich die retten und das geht mir auf den Sack, aber ich will... Wir bleiben dabei, dass ich keinen töten will. So, einmal kann ich noch auf jemanden schießen. Das schnuppert nach der Anspielung. Ja, genau. Du spürst die Muskelkarte, du bist fertig mit Abwaschen. Ja, alles wunderbar. Die Muskelkarte von gestern. Das sind alles Anspielungen an Metal Gear in erster Linie. Nein, sie haben Mike getötet. Eigentlich war ich das. Also stimmt, eigentlich war es erstmal Colonel X und dann General X und dann habe ich 4 weitere Mikes getötet. Wie war da? 5 weitere Mikes. Du machst mich jetzt klein, du bist noch da, du gehst ein bisschen spielen, nehme ich mal, ne? Dir macht das viel Spaß. Und hat sie? I heard something. Boah, müssen die zusammenlaufen? Ja, mal müssen die. I heard something. Wäre doch schön, wenn jetzt einer von euch hier runterkommt und der andere nicht. Okay, ihr lauft auf jeden Fall nicht mehr zusammen, das hilft schon. Ah, jetzt laufen da wieder 2 zusammen. Das ist zu weit weg, na, ihr könnt nicht durch einen Raum durchschauen. I heard something. Mike war dir wichtig? Ja, aber es gibt noch ganz viele Mikes. Wo ein Mike ist, da sind mehr. Also das... Ernsthaft? Du willst mir jetzt erzählen, du hast mich jetzt nicht gesehen? Na, hau ich dich um. Weiß zwar nicht, wie das funktioniert, dass du mich da nicht gesehen hast, aber... Ich nehme das Geschenk an. Ich muss mich nicht I ablegen. went Okay. up in the private elevator of... Lieutenant, they found a bullet in the carbonized corpse head. A bullet? So it wasn't us after all. Colonel Harris was murdered. Hey, friend, don't look at me. I haven't killed anyone. I'm not your friend. For fuck's sake, shut up. Wachowski, send the bullet to Science Officer Hollister for analysis. And tell him to collate it with the gun Mr. Fox had on him. Maybe we'll have a surprise.
I want the results of that 5 minutes ago. Understood? Yes, sir. Wow! That asshole General X had some cool music equipment. Multi-band equalizer, auto-amplified subwoofer, and... No way. Double-deck cassette player. Fuck, you could record directly from one cassette to another. An alle, die zu jung sind, das war damals tatsächlich was geil, 2 Kassetten gleichzeitig benutzen zu können. Eine zum Aufnehmen, eine zum Spielen. WB, Miss Birdie. Hi, hier ist An Epic Fran. Willkommen zum kleinen digitalen Artbook von Unmetal. Unmetal ist eigentlich eine Portierung meines MSX-Spiels Prisoner of War. MSX? Ah, okay. Das sah damals tatsächlich umweltenschlecht aus, ja. Hier siehst du die frühen Grafiken von Unmetal. Anfangs sollte sich eigentlich alles am Tag abspielen. Aber nach einigen Überlegungen fragte ich Marcel nach einer Nachtversion. Sie gefiel mir sehr, deswegen spiel Unmetal in der Nacht. Oh, so, nice so. Kommt dir das bekannt vor? Ja, yeah, das ist der erste Versuch vom Intro, das ein Hommage an das A-Team sein soll. Anfangs gab es einen Bildschirmabschnitt, der sich Unmetals Regelwerk nannte. Er wurde entfernt, weil er zu nervig war. Meine erste Idee war ein spielbares Menü. Du hättest dich bewegen müssen, ohne gesehen zu werden, um Einstellungen zu ändern. Auch nicht schlecht. Das Logo ist auch ganz cool. In dem Soundraum hättest du bewegliche Kisten schlagen müssen, um die Lautstärke zu ändern. Finde ich eigentlich ganz cool, die Idee. Schade, dass sie rausgenommen haben. Wir haben Jessie Fox ursprünglich für einen Kickstarter-Projekt namens Afraid, African Aid kreiert. Leider war es nicht erfolgreich. Das hier ist das erste Konzept von Jessie Fox. Er war ein Badass, der gezwungen wurde, für eine nicht gewinnorientierte Organisation als Fahrer zu schiften. Jessie hat über 740 Bilder verteilt auf 210 Animationen. Es gibt mehr als 3000 Bilder für Animationen von allen Charakteren. Das Unmetal-Logo hat sich über die Zeit entwickelt. Das erste war ein metallisches Logo, inspiriert von Militärfilmen aus den 80er Jahren. Ich finde das ganz cool. Das finde ich nicht so cool. Eher minimalistisch, ja. Sieht gerne, als würde etwas fehlen. Also haben wir die Buchstaben verkrummt und somit war die Finale. Ich finde die andere Version ehrlich gesagt ein Tickchen geiler. Die 80er-Jahres-Style-Version. Aber gut. Um das Spiel zu veröffentlichen, ist es vom Vorteil, ein paar Bilder fürs Marketing zu haben. Hier ist eins von Jessie, wie er sich darauf vorbereitet, einen Panzer zu bekämpfen. Diese Version beinhaltet eine nähere Aufnahme von Jessie Fox gegen den Panzer. Er braucht eine größere Waffe als eine Pistole. Hier ist noch ein anderes Bild, in dem Jessie ein Nuklear-U-Boot bekämpft. Das sollte dir bekannt vorkommen. Übrigens, gute Arbeit damit. Viele Publisher mochten den Katzenwitz. Der Künstler mochte ihn auch, deswegen hat er sein kleines Meme darüber erstellt. Das ist ganz cool, ja. Das hier war der erste Versuch für Unmetals Coverbild. Es gab noch einen zweiten, der ist besser. Und der ist auch besser. Auch wenn das andere Logo geiler wäre, ist der schon ziemlich gut, den wir bevorzugt haben. Also haben wir den genommen und der Künstler hat eine HD-Poster daraus gemacht. Später wurde es dann zu Unmetals offizieller Startzeit. Vor diesen Versuchen gab es auch noch frühere, das hier ist das Original von Marcel, Unmetals Grafiker. Das hier ist eine realistische Version von Patrick Voderer. Ein früherer Arbeitskollege bei Ubisoft. Und der letzte Bild von Carol Sanchez, welches wir als Coverbild für die PlayStation Vita-Version genommen haben. Sogar Enrique Cramena, die spanische Stimme von Jessie, hat sein eigenes Design kreiert. Nachdem wir das Spiel auf der PS Vita veröffentlicht haben, das Wasserbewegung, Müll oder Dämpfer. Wir haben den Bäumen im Dschungel mehr Animationen gegeben, die Kugelanimation verbessert und das Wasser im Fluss aufgehübscht. Hiermit endet die Tour. Danke, dass jemand spielt und viel Glück beim letzten Bosskampf. Ja, danke, das war ein Spoiler. Aber ich finde es cool, dass sie hier so ein kleines Buchlein haben mit Artworks und allem. Das ist eine nice Idee. So, das Wichtigste ist getan, es ist gespeichert. Weil jetzt ist nämlich die Frage, die sich stellt, gehen wir unten runter oder gehen wir den Geheimgang da? Gut, die Frage hat sich erübrigt. Kommen Sie mal mit. Fuck! I found out that bastard kept a fully stocked armory behind his Wie geht es hier, office. Christopher?
Aber ich habe doch den Schlüssel noch gar nicht. Braucht doch noch den Schlüssel. Ja, das brauchen wir uns jetzt nicht nochmal angucken, ja. Genau. Es ist quasi eine Hommage an die alten Metal Gear Teile auf dem Super Nintendo, auf dem Nintendo. In Verbindung mit A-Team und allem so aus den 80er Jahren. So ein bisschen Humor. Sehr witzig gemacht. The bullet was fired from Mr. Fox's gun. You killed Colonel Harris, you bastard! Sergeant, behave. Sir, permission to execute that assassin! Permission. Das ist eine reine Satire, das Ganze, ne? We can't confirm the identity of the victim until we have the forensics report. Second, according to policy, Mr. Fox has the right to finish his story. Mr. Fox, continue. And you better not contradict the evidence we're collecting. Aber da komme ich doch nur raus. Ich habe doch noch den Schlüssel nicht. Achso, wahrscheinlich hat er den, ne? Leaving so soon, and without a farewell. That's not very neighborly of you. And what's that on your shoulder? That's personal property, Mr. Fox. Haven't your parents taught you never to steal? General X stood in my way. Assuming it was Genau. really him, Jessie Fox. not another hologram. Wie gesagt, sehr satirisch über alles aus den If 80ern. I'm another hologram. Well, yeah. No, not this time. It is I, in the flesh. Good. Then I'll... Put a bullet in my head. You read my mind. Please tell me. Moin, Ali. How does one shoot? Ich hoffe, auch dir geht es They gut. cannot see. What? Ja, natürlich, klar. Do you like my new device, Mr. Fox? Optical electronic hollow camouflage, the latest in nanotechnology. Obviously, if you start firing randomly, there's still a chance I may be hit. I believe dumb luck is a concept you're fond of? So if you don't mind, I invite you to expend some ammunition with some friends. Rostiger Draht. Okay, warum habe ich jetzt nochmal einen rostigen Draht? Ah ne, den habe ich verloren. Okay. Habe ich irgendwas, was ich nutzen kann, um ihn sichtbar zu machen? Okay, ich habe meine Zombie... Der beklaut mich, der Sack. Deswegen verliere ich die ganze Zeit Sachen hier. So ein Arsch. Da, jetzt hat er mir das Taschentuch geklaut. Do you have many bullets left, Fox? Ja. Imagine not. Doch, ein paar habe ich noch. Stash some grenades, though. Let's find out. Och, Digga, jetzt wollte ich mir das gerade holen. Au. Au. Ja, scheiße. Und tot. Dir geht's hervorragend. Ja, mir geht's auch wunderbar. Ja, natürlich brauche ich es vielleicht nicht mehr, aber ich meine, ich komme da ja eventuell lebend raus, offensichtlich, weil sonst würden wir ja nicht mit ihm reden und dann hätte ich meine Sonnenbrille doch ganz gerne gehabt. Das wäre doch irgendwie, also weiß ich nicht, finde ich halt scheiße jetzt von ihm. Finde ich kacke. Ja, das hatten wir schon. Digga. So, 38 Schuss. Aber wir haben auf jeden Fall noch genug Munition. Do you have many bullets left, Fox? I imagine not. I suspect you've stashed some grenades, though. Let's find out.
Ich habe schon wieder verpasst, den Knüppel da abzuholen, bevor der Gegner hier kommt. Und ich laufe direkt rein. Ja. Schaffen wir das noch unter 100? Wäre doch ganz nice eigentlich, ne? Ja, man sieht die Patronen, genau. War mal ein bisschen spät, jetzt noch das Moin erst getriggert. Aber auch herzlich willkommen, Laxi. Schön, dass du reinschaust. Na, ich habe schon wieder recht rechtzeitig geschafft. Ich glaube, du hast das Emote vorher nicht benutzt gehabt. Das starke Emote. Ich habe noch nicht deine aktuellsten Emotes, habe ich noch nicht alle mit drin in der Liste. Was mich interessiert ist, kann ich den hiermit vielleicht betäuben? Das wäre doch nochmal ganz hilfreich. Ja, kann ich. Aber das bringt nicht wirklich viel. Ja, ich weiß, ich habe das hier auf Shortcuts, aber ich kann es mir nicht merken. Muss den Zyklus irgendwie richtig abpassen von ihm. Ich habe einen neuen Wink-Emote. Vielleicht magst du den mit aufnehmen. Ja, ich werde deine Emotes heute mal einpflegen bei der neuen. 4 Wächter gegen Theat. Aber du kannst die Wächter auch mit deinem Schiff töten, ne? Wenn sie ankommen. Also wenn du jetzt große hast, wo du sagst, okay, die krieg ich nicht alleine weg, sonst kannst du ins Schiff steigen und aus der näheren Umgebung einfach auf die ballern. Können wir das hier gleich mal ausrüsten. Ah, okay. Ja, ich habe eine Ausweichrolle, doch. Ich bin nur gerade so ein bisschen überfordert, das hier alles richtig zu machen. Machen wir das mal dahin und das mal da, dann muss ich nicht die ganze Zeit immer wechseln. Keine Chance gehabt, das rechtzeitig zu benutzen. Mr. Fox, leaving so soon. Ich will das jetzt wirklich noch hinkriegen, bevor wir... So, da machen wir das so. Den könnte ich vielleicht auch dafür benutzen, ne? Die Betäubungsgranate bringt ja eh nicht viel. So, machen wir so. Scheiße, jetzt habe ich vergessen, worauf hatte ich den Raketenwerfer gelegt? Auf 2. Das Problem ist, ich weiß aber nicht, wann er schießt. Wahrscheinlich immer nachdem er Waffenladen sagt, ne? Okay. Well, you should be low on ammo by now. Nee. Which means it's time to Ich hab begrenzte Munition.
By the way, I'm sure you may have noticed by now, while you were distracted with my friends, I took the liberty to follow you around and recover some of my stolen property. 32 Schuss plus 10 in der Waffe habe ich noch. Ja, dann jetzt verfolgt mich einer im Weltraum. Echt? Das geht? Okay, das wusste ich nicht. Sorry, das ist dann vielleicht neu. Ups. Kann ich hier vielleicht mit... Ah ne, die Sonnenbrille hat er mir ja geklaut, der Sack. Kann ich nicht hiermit vielleicht so ein bisschen? Der hat mir meine Bandagen geklaut? Das ist ja assig. Okay, dann brauche ich auf jeden Fall 1 und 2 hierfür. To injure me, Mr. Fox. So, you've been stealing my stuff. Ja, hat er, offensichtlich. Managed to injure me, Mr. Fox. Sincerely, this was beyond my expectations. Luckily, you brought my first aid kits. Hope you don't mind that you're missing one. So, you've been stealing my stuff. Your stuff. Everything you've acquired is from my base, Mr. Fox. And as the proverb states, one who steals from a thief will receive 100 years of pardon. That bastard had been stealing from me while I was busy destroying his machines. And I'm sure he was going to steal more stuff as he needed it. Das ist nicht so das Problem. Ich habe ja nichts mehr, was er noch klauen kann, was ihm jetzt helfen kann, außer meiner Munition halt. Kann ich das hier vielleicht auch kombinieren? Das wird mir die Arbeit ersparen. Ne, schade. Der Schweinepriester. Kits, Mr. Fox. Unfortunately, you'll be unable to heal yourself anymore. Der Arsch. Means that you've run out of them. Which adds to the thrill. Let the best man win. What the fuck? You bastard! Mr. Fox, first you complain because I remove your belongings. And now you complain again when I return them? What? Cheer up. I simply gave back your rusty wire. Although, maybe I've been a little brusque. You can find it between your ribs. By the way, Mr. Fox, let's see if you can kill me before bleeding to death. Good luck. Was? Was? Digga, du... Das war jetzt nicht so gut, dass ich nicht nachgeladen hatte. Ja. Gott, geht der mir jetzt schon auf den Sack, ey. Man konnte es fliehen, na, das ist gut. Nee, also Psycho Mantis, er hat Ähnlichkeiten damit, aber es ist jetzt, wie gesagt, das sind Hommages an denen, aber vom Unsichtbarkeitsding könnte es natürlich durchaus ein bisschen die Eigenschaften von Psycho Mantis sein, ja. Das heißt, ich muss jetzt jedes Mal den gesamten Scheiß hier nochmal machen, ich kriege eine Krise. Gut, zuerst brauchen wir das und das. Ich brauche nur einen, der auf mich schießt. Komm, nochmal. Ich muss ihm ja nicht noch mehr Möglichkeiten geben, sich zu heilen. Das
Ist natürlich blöd, wenn ich dann getroffen werde. Bullets left, Fox. I imagine not. Ja. Definitiv. Some grenades, though. Let's Definitiv Ähnlichkeiten dazu. Ach, den hat er schon geklaut, okay. Den hat er noch übrig gelassen. Das ist ja erstaunlich. Der klaut jetzt mal was anderes, alles klar. Well, you should be low on ammo by now, which means it's time to comfortably finish you. Oh nein, ich hab ja... Oh, na gut, das ist vergessen. Das können wir verloren. Ich blute jetzt schon und habe keine Möglichkeit mehr, mich zu heilen, weil ich Idiot natürlich alle Verbandskästen verbraucht habe vorher, weil ich dachte, das wäre ja smart. Neue Waschmaschine ist bestellt. Guck mal, fix bei dir. Gut, also wir machen das nicht nochmal so. Ich werde es so beibehalten, wie ich es am Anfang gemacht habe. Dann soll er mir halt die Verbände klauen, ganz ehrlich. Egal. Ist echt die Frage, ob wir das noch hinkriegen, bevor wir die 100 erreichen hier. Nicht gut. Jetzt hat er mir schon wieder die Verbände geklaut, ja. Der Klaut, der ist mega am Klauen hier, der Sack. So, jetzt hat er mir auch noch den letzten Verbandtasten geklaut. Ja. Keine Chance. Komm. Naja, mein Vater hat mir die ja vorgeschlagen. Ich habe gestern und heute noch andere Waschmaschinen gesehen, aber ich habe mich für die entschieden, die er mir vorgeschlagen hat. Das ist doch cool. Ach, der Gegner geht mir ein bisschen auf den Sack, muss ich gestehen.
managed to... You've run out of first aid kits, Mr. Fox. Unfortunately, you'll be unable to heal yourself anymore. Das ist auf jeden Fall besser gelaufen diesmal, weil er sich jetzt auch nicht mehr heilen konnte. Which adds to the thrill. Let the best Jessie man Fox, win. jetzt zeige ihm, was sein Fuchs kann. Ich versuche mein Bestes. Naja, das war klar. Er sticht mich jetzt einmal mit dem scheiß rostigen Draht. Ja, das wird... Oh, das ist nicht zu weit, okay. Oh. Das war gut. Underestimated you, Mr. Fox. Boss defeated. Und unsere Blutung hat auch praktischerweise schnell aufgehört. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich die Zugangskarte, die uns gefehlt hat, ne? Weil wir kommen ja sonst nicht da oben durch, oder? What are you waiting for? Finish me. Time without paying for your crimes? No way. Danke. Take you to a trial so they condemn you and lock you in a cell to rot for the rest of your life. I see. Tell me, Mr. Fox, how are you going to take me if you can't move? What? You're so predictable. I knew you wouldn't kill me or let me die. Just like all of my other subordinates, they consistently led you directly into my trap, Mr. Fox. Honestly, I hope you were going to surprise me again, like that little spark in the basement. But once more, the pen is mightier than the sword. By the way, thanks for volunteering to test my new paralyzer. The discharge it releases shuts down the whole peripheral nervous system. You should have killed me when you had the chance. See you never, Mr. Fox. Ja, jetzt hat ihn doch der andere da getötet. Da. Genau. See you never, General X. Are you all right, son? Don't worry. The effects on the paralysis will wear off soon. But it's not prudent to stay here. Come on, stand up, Fox. I'll help you walk. Geile Musik. Typische Metal Gear Epic. Das hat das jetzt hart unterbrochen, aber okay. Du bist mal duschen, alles klar, Miss Birdie, mach das. Ja, es war klar, dass der wieder aufstehen wird. Colonel Harris and I went to the helicopter. A few minutes later, when I regained my motor skills, we took off. Lieutenant, we have the forensic report of the carbonized corpse. Hand it to the sergeant. Dismissed. Yes, sir. Looks like we can finally prove that Mr. Fox has been lying. Sergeant, what does the report say? And the physiological study confirms that the corpse with identification C4423 measures 3 inches taller than Colonel Alan Harris, disproving his identity. What? Then he's not the colonel. Of course not. I told you, Sergeant. Care to explain this, Mr. Fox? Are you going to tell us that he was tortured on a rack until it stretched him 3 inches? That would be ridiculous. He's not Colonel Harris. I never said he was. You what? You just told us that you both flew away in that helicopter. I told you we escaped together, but never said that corpse was Colonel Harris. In fact, I have no idea who it is. Are you sure you found it in the helicopter? Did you plan it yourselves to incriminate me? Like some dirty cops? How dare you? Enough games, Mr. Fox, enough. We'll find out who you are and then we'll execute you. What now? Colonel Harris. What the hell is happening in here? Colonel in the room, salute. At ease. Colonel Harris? You're alive. Sir, we thought you passed away. As you can see, Lieutenant, I'm alive and kicking. Why is this man handcuffed? We were interrogating him. He's a spy that we captured, sir. A spy? Are you pulling my leg?
He's a civilian who was in prison for a crime he didn't commit. He's also the man that not only saved my life and freed me from the ex-army base, but also he found classified information about Operation Jericho that will be essential in stopping the ex-army. For goodness sakes, that man's a fucking hero. Release him immediately. Das ist so gut. Yes, sir. Did you tell them your heroic feat, Fox? I was at when we entered the helicopter, Colonel. But it looks like they found a corpse in the helicopter. But fuck, I don't know who he is. They say he has a bullet in his head, and it came from my gun. But I haven't killed anyone. That corpse was General X. I killed him with your gun myself. Don't you remember? See you never, General X. Later, while you were regaining your senses inside the helicopter, I retrieved General X's corpse and dragged it to the helicopter's aft. That bastard was heavy. In the air, you know what happened. Hurry up, Fox. They're following us. Don't rush me, Colonel. I'm getting used to the controls. This piece of junk has levers and buttons everywhere. But don't panic. I think we'll be able to reach Allied territory before they catch up. Then I'll call the cavalry. Charlie, Alpha, 54438, do you copy? Damn it, this radio isn't working. Fucking piece of shit. Don't worry, Colonel. As soon as we reach Allied territory, they'll stop pursuing us. Don't worry. Son, with no radio, when this fully armed piece of Soviet junk pings their radar, the first thing they're gonna do when we don't answer is take us down. Fuck. So we'll be shot at if we keep going, or we'll be shot at when we turn around? Affirmative. We're between a rock and a hard place. We'll abandon the helicopter as soon as we cross the border. I'm gonna search for the parachutes. But jumping would still be risky in this jungle terrain. You have them, Colonel? We're nearly there. There's only one, Fox. You jump and deliver the documents to the Allies. Are you insane, Colonel? They won't believe me. And you don't know how to pilot this junk. I'm dead to them anyway. You're young. You have your life ahead of you, son. Take this ring, show it to them. They'll believe you. Fuck, it reeks of shit. Well, that's because those asshole bastards were trying to snatch it as they put their hands on me. So I hid it, in the only safe place I had left. My ass. Come on, son, put on the parachute. Colonel, you need to jump and tell them everything yourself. We argued about who had to jump, and I had to admit that Mr. Fox had one convincing argument. Fox, what are you waiting for? Hurry up, son. We're running out of time. For heaven's sake, put on the parachute. So, machen wir mich halt hier. So. Ich will den Fallschirm nicht anlegen. The next thing I remember was waking up, hanging from the parachute tangled to a tree. The owner of a farm who spotted me arrived a few minutes later. After tending to my wounds and offering me food, mir halt nur nicht he aufgefallen, was sonst so hätte ich das vorher schon kind as gemacht. to bring me here to the base. The lieutenant and the sergeant were shocked and immediately apologized. A few days later, the Army decorated me with 2 medals. Jessie Fox, for rescuing an MIA military colonel and recovering... Also das ist eine Story in der Story in der Story, ne? I, Für diejenigen, die den Anfang jetzt nicht gesehen haben. of the 5th Battalion, award you a Purple Cross of Civilian Courage. That medal really exists? It didn't. They had to invent it, as they had nothing that they could provide for a civilian. You're also awarded the Gandhi Medal of the National Idiot. National Idiot? Also er erzählt die Story den Soldaten, während er ihr die Story erzählt, wie er sie den Soldaten erzählt hat. As you know, militaries don't get why killing is wrong. Well, at least we agree on that. So, thanks to the documents I found,
the Allies could find and sink every related submarine. The military base, docks, and Omega building were the target of a large operation. Everyone was arrested. Robert the paparazzi published the story and won a Pulitzer Prize. The two doctors and their two fathers dedicated themselves to finding a cure for cancer using nanonuclear weapons. Wasn't it one doctor? That's what they wanted us to believe. Es war nur ein Doktor, aber The ist okay. captain of that boat retired with my $50 million. But he died of gonorrhea the week after. Seriously? Nah, but he would have deserved it. Do you remember Private Mike? The one I found hammered and whose leave I obtained? Well, he could finally visit his daughter for her birthday. Hello? Das Kind rechts ist ja so niedlich. And I went back to my old life as a smuggler. The end. Wow. Jesse, that's the most incredible story ever told. My god, you have an amazing imagination. You should be a video game writer. You don't believe me? Not a word. Thank you very much, Miss Incredulous. Englisch, das Wort, was ich auch noch nicht oft gehört habe. Those guys. Must be an improvised patrol. Don't say a word if they don't ask you anything. Good morning. May I see your passports, please? Good morning. Here you are. Very well. Let's see. Fuck. You're Jessie Fox. Yeah, that's me. Holy Jesus. I can't believe it. Hey, Jimmy. Who is that guy? Fuck, Mike, he's Fox. The one who rescued Colonel Alan Harris and prevented the nuclear attacks. I really admire you, Fox. You're a fucking hero. Thanks, soldier. Here are your passports. Ist das gut? Are you okay? You've been very quiet. Ist das gut, ey. Stop the car. What's up? Then it's true. It's all true. Now do you believe me? Kiss me. What? Kiss me now. Herrlich. Ja, Unepic, das habe ich von dem auch schon mal gespielt, ja. Das ist gut, das ist so richtig gut. Ich muss gestehen, ich finde das Game extrem geil vom Humor. Weil es nicht nötig ist. Exemplar. Da wurde es ein bisschen wuschig, als er gemerkt hat, dass die Storys wahr sind. Muss man dazu sagen. Und ich bin unter 100 Toten geblieben, ja. Das könnte tatsächlich ein Game sein, was wir vielleicht irgendwann nochmal spielen, einfach auf eine andere Art. Einfach vielleicht mit allen Töten oder so. Also nicht jetzt in näherer Zukunft, aber vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr nochmal. Weil ich halt nicht weiß, wie sehr der Humor verloren geht, wenn man es 2- oder 3-mal sieht. Das ist eher so ein Humor, der beim ersten Mal knallt, wenn man halt dann nicht weiß, was er jetzt sagen wird, glaube ich. Aber ich fand es wirklich unfassbar lustig. Also auch das andere an Epic von ihm, das kann man sich auch mal angucken. Ich habe schon gespielt, deswegen weiß ich nicht, ob ich es nochmal machen werde. Das ist so ein bisschen mehr Metroidvania-mäßig. Hat dementsprechend auch nicht diese Art von Humor, die er hier hatte. Das ist geil. Es ist wie so eine satirische Version von einem Uncharted-Game über Metal Gear halt irgendwie. Mit den Sprüchen rein.
Vielleicht sollte ich mich jetzt mal ausnahmsweise hier rüber packen. Einfach nur um die netten Leute, die da... Ignorieren jetzt mal, dass mein F-Counter auch gerade gespiegelt ist. Gehen wir wieder zurück. So. Ich fand das ganze Spiel witzig. Du hast jetzt, glaube ich, nicht so viel mitgekriegt, Tomb Raider Christopher. Ich nenne dich einfach Chris. Ich weiß ja nicht, ob du jetzt bei den anderen Teilen schon mit dabei warst beim Lurken. Ansonsten, ich würde es empfehlen, ich habe es auf YouTube. Das kommt jetzt auch noch auf YouTube, aber die anderen Teile sind schon auf YouTube. Ich würde es empfehlen, sonst mal zu schauen. Hax, wenn du den YouTube-Link nochmal machen magst. Da war sehr viel guter Humor dabei. Also es ist, fairerweise hilft das natürlich so ein bisschen, wenn man aus der Zeit ist und die älteren Metal Gear Teile und so kennt, dann kann man natürlich diesen Humor mehr appreciaten. Aber es war, also es ist definitiv sehr sehenswert gewesen. Jimmy, who the fuck is this Colonel Alan Harris? I don't know. Yesterday I met that guy in a bar. He was nice. I told him that I was going to slog as a guard here today. And he said if I pretended he rescued the Colonel and prevented nuclear attacks when he drove by, that he'd give me $100. Das war so klar. 4 sentences. Can you believe it? Ich hatte genau das hatte ich schon als Idee. Your passports, please. Good morning. Here you are. Oh, jetzt muss ich das doch nochmal drehen, scheiße. It's been the easiest $100 ever. Fuck. People make up stupid shit just to score. Yeah, dude.